It's quite interesting because from what I know, working with the wisdom keepers and the elders, there's only one in the public that the public knows about that's actually real. Aus meinen Gesprächen mit den Ältesten und den Weisheitshütern habe ich erfahren, dass eigentlich nur einer dieser Kristallschädel, der in der Öffentlichkeit zu sehen ist, echt ist. And that is the Mitchell Hedges skull. Und das ist der Hedges-Schädel. The others are not real, plain and simple. Die anderen, die in der Öffentlichkeit sind, sind einfach nicht echt. And it's actually been proven. Scientists from the Smithsonian, once they started questioning the Hedges skull, they actually took it, they did very highly intelligently different examinations on the skull's surface, and it pinpoints that the skull could not even have been cut with a laser. Das wurde am Smithsonian Institute herausgefunden. Die haben die Schädel untersucht und konnten genau feststellen, dass die Oberfläche des Schädels nicht mal mit einem Laser so genau hätte ausgeschnitten werden können. There are absolutely no tool marks on it whatsoever. Da gibt es überhaupt keine Kratzer, keine Unfeinheiten. And it is so smooth on all surfaces, whether it's the teeth inside the jawbone and the jawbone comes apart from the skull. It is perfect, perfect, perfect. Und das an jeder Stelle. Also es gibt auch keine Spuren von Werkzeugen an den Zähnen oder auch an der Stelle, wo der Kiefer sich öffnet. But the surfaces of all the entire skull are so smooth that if we had it today, it would take 300 generations polishing it with diamonds to get it that smooth. Wenn wir den Schädel heute so polieren wollen würden, dass er so glatt wäre, bräuchten wir 300 Generationen an Diamantpolierern. And then they did light fraction tests on it. Und dann haben sie Lichttests durchgeführt. And they put just a pure white light, pinpointing it at the top of the skull and letting it go in. Das war ein Lichtbrechungstest. Sie haben ein klares weißes Licht genommen, haben das von oben auf den Schädel gerichtet. And what happened was quite astonishing. I had to keep looking again and again and again at this, but the light turned green, and then it followed a little pathway inside the mind, inside the brain, and then shot out both eyes. Ich habe da mehrmals hinschauen müssen. Das ist ganz faszinierend. Das Licht kommt herein, wird grün, nimmt dann einen bestimmten Weg im Gehirnbereich und geht durch die beiden Augen nach draußen. At the same time, burgundy light followed a different path and went to the right and left side hemispheres of the brain and lit up what looked almost like blood vessels in the brain and then also shot out of the eyes. Und ein zweiter Lichtstrahl verwandelte sich in sehr rotes, ähnlich wie burgunderweinfarbiges Licht, nahm einen bestimmten Weg und es sah aus wie Blutgefäße im Gehirn und kam dann auch wieder heraus. Thirdly, there was a blue light that also did the same thing, but followed a different path, went to the pineal gland and then shot out both eyes. Und blaues Licht nahm einen ähnlichen Weg, ging durch die Zirbeldrüse und auch dann wieder heraus durch die Augen. There was also orange and red. It was quite astonishing. Auch noch ein orangefarbenes Licht zum Beispiel, das war wirklich ganz erstaunlich. And so once the scientists that were doing these studies documented all of this, and then they had to give the Hedges back their skull, of course, because they did not own it. But the same scientists then received a crystal skull to the Smithsonian in America. Die mussten dann diesen Schädel wieder zurückgeben, den Hedges-Schädel, haben aber dann einen weiteren bekommen. So instantly the scientists wanted to do studies on it as well to see if this was the same. Then the scientists then were very interested in the crystal skull that was sent to the Smithsonian, started to do the same tests. At this time, they started to do the tests and found, of course, tool marks. And so then that sent her into a kind of a frenzy because the Paris skull also claimed that they had an ancient skull. So she got a hold of that one and found tool marks as well. So then they got a hold of the one in the London Museum and did tests as well, again, tool marks. So they all started to look up, where did they get these skulls? Who gave them to them? Well, all three of them were donated by an anonymous donor.
Und dann haben sie die drei weiteren Schädel noch untersucht, unter anderem aus Paris und London, haben jeweils Werkzeugspuren daran gefunden. Und insofern konnten die also nicht echt sein, wie der Hedges-Schädel. Dann wurde herausgefunden, dass alle drei Schädel von einem unbekannten Spender den jeweiligen Museen übergeben worden waren. So of course they kept digging deeper and deeper and deeper to find out who this anonymous guy was, and he's a French dealer, Eugene Bobin. Und man hat versucht herauszufinden, wer dieser unbekannte anonyme Spender war. Und es geht um einen französischen Händler namens Eugene Bobin. And they found that he was buying crystal out of Madagascar, which the French were the highest purchasers of Madagascar crystal. Und es wurde herausgefunden, dass er die Kristalle aus Madagaskar hatte. Nach Frankreich wird sehr viel Kristall aus Madagaskar importiert. He sent the crystal to Mexico, where he had them carved and put on wheels and different things to create the skull. Und er hat diese Kristalle nach Mexiko geschickt, um sie dort bearbeiten zu lassen. It was funny because they even found traces of the mud that they put on the skull before polishing it. It was still in the skull. Und sie haben sogar Spuren des Schlammes gefunden, den sie auf dem Schädel aufgebracht haben, um ihn besser polieren zu können. The reason why I bring this up is because so many people are interested in the crystal skulls. Und warum erzähle ich das? Weil eben so viele Menschen sich für die Kristalle, für die Schädel interessieren. And a lot of the public have no idea which one's real and which ones aren't. Und die meisten haben natürlich keine Ahnung, welche echt sind und welche nicht. The one in our museums is not a real ancient skull from the Mayan people. Die in den Museen sind keine echten Schädel von den Maya. But there are real ancient skulls here, live and well, being taken care of by someone very, very perfect for the job. Aber es gibt diese echten Schädel und die befinden sich in der Obhut eines Menschen, der dafür geschaffen ist. And of course, this person is not going to say, guess what, I have all the real crystal skulls. That would be very unintelligent. Und natürlich wird dieser Mensch nicht in die Öffentlichkeit gehen und sagen, hey Leute, ich habe die echten Kristallschädel. Das wäre etwas unintelligent. So the basic rule is, if someone is saying, guess what I have, it's probably not true. Also die Grundregel, könnte man sagen, lautet, wenn jemand sagt, hey, guck mal, was ich hier habe, dann ist es wahrscheinlich nicht echt. There are 13 real ancient crystal skulls. Es gibt 13 echte Kristallschädel. It is said by the ancient Mayan people that their elders, their ancestors, were Atlantean people. That is where the Mayan people come from. They are the ancestors of the Atlantean people. Und die Alten der Maya haben immer betont, dass sie Nachfahren der Atlanter sind. And it is said by their handed-down teachings and their writings that the Atlantean people were given 13 crystal skulls from those who live in the sky. Und es wurde überliefert bei den Maya, dass diese 13 Kristallschädel von jenen übergeben worden waren, die im Himmel leben. And what these crystal skulls were given them to, why they were given to the people, is because each of the crystal skulls had the information about their land, about their world, about their culture, and about what they knew. Und in jedem einzelnen Schädel waren die Informationen über diejenigen, die den Schädel übergeben hatten, wo sie wohnten, über ihre Kultur und was sie wussten. And there are 13 given by 13 different individuals from the heavens. Und diese 13 Schädel wurden von 13 verschiedenen Individuen aus dem Himmel übergeben. At the time of Atlantis, the people did understand, knew how to use these crystals, knew how to get the information out of them, and how to live with that knowledge. But at that time, we were living from love consciousness. In atlantischen Zeiten wusste man, wie man mit der Information umgehen konnte und wie man die Kristallschädel nutzte. Aber da lebten wir auch noch im Liebesbewusstsein. When human beings fell into ego consciousness, the skulls were then, that energy was shut off. Those information was no longer able to be given because we could not understand it, living in ego consciousness, and then they were hidden from the public. Aber mit dem Fall in das Ego-Bewusstsein waren wir nicht mehr in der Lage, mit diesen Kristallschädeln zu arbeiten und Informationen daraus zu holen. Und deswegen wurden sie vor der Öffentlichkeit verborgen. The Mayan prophecy still today tells us that if we can manage to live back into love consciousness, those skulls will talk once again, and they will give us all that information of where they came from, what their culture was like, what their planet was like. All that information can be ours, but we will not be given that right and all of that information living in ego.
Und die Maya-Prophezeiung besagt auch, dass wir, sobald wir uns wieder in das Liebesbewusstsein begeben können, die Informationen aus den Schädeln wieder abrufen können über die Kulturen, über die Planeten und das Leben derjenigen, die den jeweiligen Schädel übergeben haben. And it's quite fascinating to think that a crystal could tell you everything about their entire cultures from the time it began to the time it ended. Every ounce of knowledge from them, how they lived, where they were, what they lived through, what their planet was like. But our crystal does the same thing. Und es ist ja wirklich faszinierend, sich zu überlegen, dass ein Kristall all diese Informationen über eine fremde Kultur beinhalten könnte, wie die gelebt haben, was sie durchgemacht haben, wie der Planet aussah und so weiter. Jedes Jota an Informationen ist gespeichert in diesen Kristallschädeln. Und man kann genauso sagen, diese Kristalle, die wir hier haben, die sind in der Lage, das Gleiche zu tun. All crystal was formed when our planet was formed. Die Kristalle entstanden, als der Planet entstand. And crystal holds information. Und die Kristalle enthalten Informationen. All crystal holds every day, every event, all information from the moment this planet was born until today. It has it all. Und deswegen enthält jeder Kristall alle Informationen vom Anbeginn der Zeit. It also contains the information of you and me and our society and our people, the wars that we've went through. Der Zeit des Planeten natürlich, auf dem wir leben, und auch jede Information über dich, über mich, sagt Kiesha, und über unsere Kulturen, über alles, was wir erlebt haben. Too often we separate ourselves from crystal. Wir trennen uns zu oft von den Kristallen ab. But we are crystal. Aber wir sind kristallin. That is what we need to understand. Das müssen wir verstehen. Crystal exists in every single particle of water on this planet. Denn die Kristalle existieren ja in jedem Wasserpartikel auf dem Planeten. You can take any droplet of water, no matter how small, from any mud puddle, from any ocean, from the cloud, from a piece of fruit. Any particle of water on this planet will have a crystal inside of it. Und egal, wo wir das Wasser auch hernehmen, ein Tröpfchen aus einer Pfütze, aus dem Ozean oder aus einer Wolke, ganz gleich, überall oder aus einer Frucht, überall werden wir kristalline Strukturen finden. And crystals hold information. Und diese Kristalle enthalten Informationen. Now, what are you over 76, 78% made out of? Und woraus bestehen wir aus, sagen wir mal, rund 70% oder auch mehr? You're packed full of them. Das heißt, ihr seid vollgeladen mit den Kristallen. If you take every atom out of your human body, you could put 2 atoms in every square inch of the entire planet. You could cover the planet with 2 atoms every inch. Okay, wenn wir unsere Atome, aus denen unser Körper aufgebaut ist, nehmen würden, dann könnten wir in jedem Quadratinch, also das sind 2,5 Zentimeter ungefähr, ein Inch, könnten wir in jedes Quadratinch des gesamten Planeten 2 Atome unseres Körpers hineingeben. So viele Atome haben wir. And if you start to study the body and start to study atoms, you can zoom in on that atom, but one atom exists in how much space? Und dann können wir uns vorstellen, in welchen gigantischen Räumen ein Atom sich befindet. And that space is water. Und das ist Wasser. So how much water do you actually have? How much crystals do you actually have that could cover the globe? How many times? Das heißt, wie viel Wasser haben wir eigentlich? Wie viel Wasser verfügen wir im Körper? Und wie oft könnten wir damit den ganzen Planeten bedecken? And your crystals are storing your information from your life, every thought you've had, every emotion you've had, every encounter you've ever had. Und deine Kristalle speichern natürlich die Informationen von dir, all deine Begegnungen, all deine Erlebnisse. The crystals that are in your fruit, in your vegetables, in your milk, in your eggs, it all stores information. Und auch die Kristalle in deinem Essen, in den Früchten, im Gemüse, in der Milch oder in den Eiern. And all crystal speaks to each other. Alle speichern Informationen und alle kommunizieren miteinander. We know it for a fact. This crystal can speak to that crystal within a second. Wir wissen das. Dieser Kristall hier kann mit dem Großen hier auf der Bühne sprechen. That is how, by putting a blessed crystal with full of your prayers plopped in a body of water, all those crystals will now hold your prayer. It happens simultaneously. Und wenn wir ein Gebet in den Kristall hineingeben und den Kristall ins Wasser legen, dann verbreitet sich dieses Gebet sofort durch alle Kristalle im Wasser. So everything you eat, no matter if it's milk, cheese, down to your vegetables and fruits or your water, you are consuming Mother Earth crystals. Was immer wir auch zu uns nehmen, ob nun Milch oder Käse oder Früchte oder Gemüse oder Wasser, wir nehmen immer Mutter Erde mit uns in uns auf. You are Mother Earth.
Du bist Mutter Erde. You cannot be separated from her. Du kannst dich von ihr nicht trennen. You absolutely cannot be separated from Mother Earth. Du kannst dich unter keinen Umständen von Mutter Erde trennen. Your body is Mother Earth. Dein Körper ist Mutter Erde. Your spirit, your soul might come from something greater, but this body belongs and comes from Mother Earth. You are Mother Earth. Dein Geist, deine Seele mag von etwas Größerem kommen, aber dein Körper kommt von Mutter Erde und du bist damit Mutter Erde. So our crystals hold all the information from us, our human actions, our human deeds, our history, all the information of our planet. Diese Kristalle halten also alle Informationen in sich gespeichert, über uns, über unsere Taten, unsere Handlungen und über alles, was wir erlebt haben. Just like those crystal skulls that were brought from those from the stars hold all of the information from their planet and their people and their history. Genauso wie die Kristallschädel eben die Informationen von diesen Menschen, die aus dem Himmel kamen, gespeichert haben, über deren Taten und deren Geschichte und so weiter. Sometimes like that, those things like that, the public thinks that's too far-fetched. Crystals from another planet that can tell all information about their history, their people. Our crystals do the same exact thing. It's not so far-fetched. Manche Menschen mögen denken, dass es sehr weit hergeholt sei, dass diese Kristalle, die vom Himmel kamen, diese ganze Informationen beinhalten sollten. Aber wir wissen, dass es bei uns auch so ist, also ist es dort das Gleiche. Crystals are quite extraordinary. And it said at the end of the change, this big change that we're going through with the pole shifts, with the energy shifts, by the time that they find their new locations, the 13 crystal skulls will be brought together and be ready to share that information if we can raise our vibration up high enough to love consciousness. Die Kristalle sind wirklich außergewöhnlich und wenn wir durch diesen Prozess der Veränderung gegangen sein werden, durch alle Veränderungen, auch Polverschiebungen und so weiter, dann wird der Zeitpunkt kommen, zu dem diese 13 Schädel wieder zusammenkommen können und ihre Informationen austauschen können, um uns zu helfen, aber nur, wenn wir uns im Liebesbewusstsein befinden.